Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Videotitel sagte schon, es gibt was geschenkt. Stefan, ein Knife Buddy von mir, hat mir das Kershaw 3830 Injection 3.5 zur Weitergabe an die Messerszene überlassen. Eine weitere große Geste von ihm: Stefan hat auch schon das Sanremo 4091 für ein Giveaway zur Verfügung gestellt. Also wirklich eine tolle Sache. Auf diesem Weg ein großer Dank an Stefan und danke auch dafür, dass du mir das hier ermöglichst. Es ist nicht selbstverständlich, dass man einfach so ein Messer herschenkt. Zum Injection selbst kurz die harten Fakten. Wir haben hier 3D gefrästes G10, leicht strukturierte Oberfläche, leichte Ausfräsungen hier, ist auch schön gemacht, also ein bisschen Grip ist vorhanden, man hört es vielleicht auch. Farbe ist Anthrazit-Schwarz, gefällt mir auch gut. Montiert ist dieses G10 auf 1,6 mm breiten Stahllinern, also wirklich eine stabile Angelegenheit. Hier ist ein schwarzer Backspacer. Hier haben wir ein verstecktes Lanyard Hole. Gefällt mir auch immer sehr schön, die Lösung. Hat man an der Seite keine Löcher. Hier ein Clip. Tip ab rechts derzeit, unmontierbar auf Tip ab links. Kein Deep Carry, also hier stehen etwa so knapp, ja, ein bisschen mehr als 1 Zentimeter raus. Die Spannung ist enorm, also das könnte weniger sein, aber ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Die Grifflänge liegt hier bei 11,5 cm. Wir haben ein schönes Griffvolumen, wir haben eine gute Handlage. Ja, Messer ist auch für größere Hände geeignet. Hier ein kleiner Guard und man kommt hier auch ganz schön an die Liner-Lock hin. Also das ist wirklich gut gemacht. Zur Klinge, das ist der 8CR13 MOV Klingenstahl. Wir haben etwa 59 HRC. Laut Herstellerangaben ist das hier eine Drop-Point-Klinge. Ja, geht schon in Richtung Spearpoint, also irgendwas dazwischen wird es wohl sein. Dann haben wir im Namen dieses Injection-Messers 3,5 stehen. Ja, die 3,5 stehen hier für Zoll und das sind wiederum etwa 89 mm. Das ist auch die Klingenlänge. Effektiv bleiben hier noch 85 mm. Klingenbreite sind 3 mm. Dann haben wir einen komplett hochgezogenen Flachschliff und wir enden hier hinter der Schneidphase auf 0,4 mm. Also das konnte ich selbst nicht glauben. Ich habe mehrmals nachgemessen. Finde ich schon richtig guten Wert. Also das ist extrem schneidfreudig, extrem scharf. Der Kershaw-Schriftzug, ja, der ist vielleicht ein bisschen prägnant, aber mir gefällt das typografisch sehr gut. Dann hier ein perlgestrahltes Finish, ist auch eine schöne Sache. Daumenpin beidseitig, also Linkshänder können hier auch ganz gut mit umgehen. Die haben vielleicht den Nachteil mit dem Liner-Lock. Der ist übrigens wirklich sauber, also es ist kein Sticky-Lock. Dennoch gibt es hier kein Rattern und kein Klappern, gar nichts. Es ist technisch gesehen wirklich gut gelöst alles. Den Klingenstand musste ich regulieren. Der ist jetzt mittig. Ja, dabei habe ich dann festgestellt, dass wir hier am ganzen Messer 6er Torx Schrauben haben. Hier dachte ich erst, das ist ein Stirnlochschraube, aber hier in der Mitte ist ein kleiner 6er Torx. Also man kann beides verwenden. Ja, Schraubenqualität ist wie gesagt gut. Ja, das mit dem 6er Torx ist auch nicht schlimm. Wie gesagt, Stirnlochschlüssel geht auch. Insgesamt kann ich hier fast nichts Negatives sagen. Es ist wirklich ein schönes Messer, wurde vieles richtig gemacht. 123 Gramm geht auch gerade noch so in Ordnung. Zum Messer selbst, das ist ein leichter User. Man sieht es hier vorne im Bereich der Spitze, haben wir so ganz leichte Abnutzung. Und der Detent hat sich hier auch so eine ganz kleine Spur gegraben. Das liegt aber mehr an diesem perlgestrahlten Finish, das kommt einfach irgendwann. Geschlossen macht es auch eine gute Figur. Ansonsten haben wir hier eine relativ rasante Linie, leichte Kurve, unten Ecken und Kanten. Ja, ist eine schöne Formsprache und das kommt auch nicht von ungefähr. Der Designer heißt Todd Rexford und dieses Messer basiert auf einem Custom von ihm. Das heißt, ja, man kann sich hier für relativ wenig Geld ein Rexford Custom Design zumindest kaufen. Und hier gibt es das Messer dann sogar dank Stefan umsonst, also ist auch eine schöne Sache. Todd Rexford hat auch nicht sondern für Böker und für Zero Tolerance schon Designs gemacht. Also das ist kein Unbekannter in der Szene. Definitiv ein schönes Messer. Gefällt mir sehr gut. Ja, was müsst ihr jetzt dafür machen? Letztendlich eigentlich gar nicht so viel. Ein Kommentar, aus dem hervorgeht, dass ihr Interesse am Kershaw Injection habt, wäre das eine.
Ich finde, ein Dank an Stefan wäre auch toll. Das wäre das Mindeste in meinen Augen. Das ist echt nicht selbstverständlich, dass man hier einfach so ein Messer raushaut. Ja, dann erfolgt natürlich keine Abgabe an Personen unter 18 Jahren. Teilnahmeschluss ist Samstag, der 15.10.2022. Die Auslosung läuft dann über einen Comment-Picker und der Gewinner wird unter seinem Kommentar angeschrieben. Die Teilnahmebedingungen packe ich euch dann nochmal unten in die Videobeschreibung rein. Ich denke mal, soweit war es das. Nochmal ein großer Dank an Stefan, der das hier möglich gemacht hat. Und dann kann ich mich bloß noch für eure Aufmerksamkeit bedanken. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.